Wir sind aktuell ein bisschen mehr als 80 Leute, die 2 Autos bauen. Aktuell ist die Verteilung noch ein bisschen verbrennerlastiger, weil wir halt eben schon länger einen Verbrenner bauen. Das heißt, man braucht so 50 Leute für ein Auto, um das vernünftig bauen zu können und halt eben auch vorne mitfahren zu wollen. Also wir konstruieren etwa 3 Monate an dem Auto, dann fräsen wir etwa nochmal 5 Monate an den Teilen, bauen alles zusammen und haben dann etwa 2 Monate Vorbereitungszeit für die Events. Und im Sommer nehmen wir dann dieses Jahr an 3 Events teil, die dann jeweils eine Woche dauern. Da sind wir dann auch noch mal etwa einen Monat lang in Europa unterwegs. Beim Schweißen ist vor allem die Herausforderung, dass wir viel im Dünnblechbereich arbeiten und da absolut fein einstellen müssen, mit Puls arbeiten, dass wir keine Löcher in den Rahmen brennen. Wir verwenden auch viel Aluminium wegen dem Leichtbau, wo dann auch nochmal andere Anforderungen an die Schweißgeräte sind. Da brauchen wir einfach Qualität. Als erstes werden die Teile gepunktet, die von den Dimensionen sehr kritisch sind, wo wir halt eben zum Beispiel Fahrwerksanbindungspunkte haben, die Motorhalterung nachher angebunden wird oder einfach sicherheitskritische Teile wie der Rollhoop, der halt eben dafür sorgt, dass beim Überschlag dem Fahrer nichts passiert. Da schweißen wir dann zuerst, damit wir, wenn den Verzug an anderen Stellen haben und die Teile dann schon dimensional passend sind.